Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben heute mal wieder einen Beamer hier und zwar aus der günstigen Preisklasse unter 300 Euro, den Nova C40 mit Android TV, also quasi direkt mit dem Betriebssystem, welches glaube ich am sinnvollsten ist für viele von euch, mit einem Ständer, der sich quasi im 360-Grad-Winkel in Anführungsstrichen drehen lässt. Das Ding gucken wir uns heute einmal an. Viel Spaß mit dem Video. So, wir gucken einmal drauf und wir haben einen All-in-One-Beamer. Das heißt, mit Betriebssystem, habe ich gerade eben schon gesagt, mit Lautsprecher, mit Halterung bzw. Ständer, also all das ist mit an Bord. Autofokus ist mit an Bord, der ist nicht so schnell, wie der Hersteller es verspricht, aber es ist mit an Bord. HDR ist mit an Bord, allerdings leider nicht unter Android TV, sondern nur als Zuspielung über HDMI. Und ja, der Gimbal oder beziehungsweise der Ständer, der lässt sich tatsächlich komplett einmal rumdrehen. Ihr könnt den für alle Anwendungszwecke letzten Endes verwenden. Hier auf der Seite dann nochmal Smart TV-System, wie gerade eben schon gesagt, Android TV aus meiner Sicht eine der besten Lösungen, die ihr bekommen könnt. Ultimea Sound, es sind auch Lautsprecher mit an Bord, deswegen auch All-in-One. Gucken wir uns nachher mal an, ob das auch was Vernünftiges ist. Wireless Mirroring ist auch möglich, ihr könnt von eurem iPhone oder von eurem iOS-Device und auch vom Android-Device direkt über Android TV auf das Ding zugreifen. Auf der Rückseite vielleicht nochmal ganz kurz, was haben wir hier noch? Ist glaube ich nichts Interessantes dabei, außer dass es sich um einen Full-HD-Projektor handelt. Insofern könnt ihr nicht nativ 4K abbilden. Wir haben hier auf der Seite noch, achso, da geht es nur noch mal um Android TV, genau, dass das über Apps erweiterbar ist und so weiter und so fort, ist den meisten sicherlich klar, kommen wir aber später in diesem Video dann auch noch mal drauf. Okay, packen wir das Ding einmal kurz aus, dazu drehe ich es um, denn ihr bekommt hier direkt einen kleinen Hinweis und zwar, wenn ihr den Beamer oder die erste Lasche auspackt bzw. aufklappt, dann seht ihr hier direkt Anweisungen, wie das mit dem Bildschirmübertragen unter Android und unter iOS funktioniert. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass man da direkt die Hinweise bekommt, wie das Ganze funktioniert. Die Einrichtung übrigens ist auch super easy, deswegen zeige ich sie euch gar nicht. Gerade wenn ihr ein Android-Telefon habt, geht das wirklich ohne Probleme. Einfach Telefon und das Ding erkennt, wenn ihr im gleichen WLAN seid und schon habt ihr Rumsbums alles installiert. Geht wirklich richtig, richtig schnell mit automatischer Übertragung von eurem Google-Konto auch. Gut, ansonsten hier einmal der Beamer an sich oder der Projektor, je nachdem. Tun wir einmal zur Seite, schauen, was hier noch ansonsten im Paket enthalten ist. Hier unten haben wir eine Bedienungsanleitung. Ist die auch auf Deutsch, sieht schon so aus, genau, da ist auch ein deutscher Inhalt, wobei ich sag mal so, wie gerade eben schon gesagt, wenn ihr ein Android-Telefon habt oder ein Android-Smartphone, dann ist überhaupt kein Problem, die Dinger kennen sich gegenseitig und schon könnt ihr loslegen, das geht wirklich in nicht mal 2 Minuten ist das Teil eingerichtet. Gut, was haben wir hier noch? Stromkabel. Und zwar nur ein Stromkabel, sprich das Netzteil sitzt dann im Beamer selber, finde ich persönlich ganz gut, ist bei den meisten Beamern so, gibt aber da durchaus auch Ausnahmen. So, genau, das müssen wir einfach nur nachher hinten anschließen vermutlich. Was haben wir dann ansonsten hier noch? Eine Fernbedienung, auch direkt unten mit den jeweiligen Tasten, um die Apps aufzurufen. Batterien sind übrigens nicht dabei, also wundert euch nicht, dass ihr die nicht findet. Wir haben ein kurzes HDMI-Kabel mit dabei, wenn ihr das denn dann einsetzen wollt und noch eine Karte zur erweiterten Garantie. Und dann würde ich sagen, im nächsten Schritt gucken wir uns den Beamer jetzt mal im Detail an. Gut, das hier ist also das gute Stück und ihr seht, das ist aus Plastik. Das sieht erstmal optisch, finde ich, ganz gut aus, ist auch super verarbeitet, also keine scharfen Kanten oder sowas. Da kann man sich für den Preis wirklich nicht beklagen. Was man aber sagen muss, das Plastik fühlt sich etwas günstig an, sage ich jetzt mal. Ne? Das muss man schon sagen und ja, das ist vielleicht sicherlich auch einer der Kritikpunkte, die ich nachher in meinem Fazit ziehen werde. Es fühlt sich günstig an, was jetzt erstmal aus meiner Sicht aber nicht ganz so schlimm ist, denn ihr fasst ja euren Beamer nicht ständig an. Ja, und solange er optisch zumindest halbwegs ansprechend aussieht, und das seht ihr hier ja, geht das schon in die richtige Richtung. Wir haben hier einmal die Linse, die übrigens nicht abdeckbar ist, also zumindest gibt es keine Klappe oder ähnliches. Wir haben hier den TOF-Sensor, um dann entsprechend da den Autofokus machen zu können. Wir haben die Infrarot-LEDs oder die Aufnahme hier vorne. Hier vorne sitzen dann auch noch die Lautsprecher. Die sind übrigens besser, als ich das tatsächlich erwartet hatte. Und wir haben hier unten den Ständer, der geht auch einmal ganz rum und ihr habt es gerade eben gesehen, klein golden aufleuchten. Es gibt auch ein Schraubgewinde, worauf ihr quasi, oder beziehungsweise womit ihr den Beamer auf ein Stativ schrauben könnt. Finde ich persönlich super
super interessant und super wichtig, weil damit habt ihr noch mehr Flexibilität als nur mit diesem Ständer. Der Ständer an sich übrigens, der passt auch schon ganz gut und hält das Ding auch ohne Probleme auf eurer Oberfläche. Auf der Rückseite die Anschlüsse USB, HDMI, einen AV-Port. Wir haben hier auch noch einen Kopfhörerport, wenn ihr den denn verwenden möchtet, eine weitere IR-Aufnahme sozusagen, damit ihr auch von hinten mit der Fernbedienung arbeiten könnt, und hier hinten noch den Stromanschluss, um dann das Ganze mit Strom zu verbinden. Und das war's auch schon, denn den Rest bedient ihr tatsächlich über die Fernbedienung. Hier oben der Einschaltknopf, Fernbedienung drücken und dann könnt ihr quasi auch schon loslegen. Und loslegen heißt, ihr bewegt euch, wie vorhin schon erwähnt, in Android TV 11. Da muss ich wirklich sagen, ich bin ein großer Fan von Android TV, haben wir auch auf unserem Fernseher. Da kriegt ihr alle Apps, da habt ihr alles mit drin, egal was ihr sucht. Alles ist eigentlich verfügbar oder zumindest sehr, sehr viel. Also von den Mediatheken der ARD und ZDF über Kodi, über VLC, Netflix, alle Apps, da kriegt ihr wirklich das volle Paket. Und da muss man einfach sagen, aus meiner persönlichen Sicht gibt es neben Apple TV, was dann die korrespondierende Variante für die Apple-Jünger ist, gibt es unter Android nichts Besseres als dieses Betriebssystem für Beamer oder sonstige Dinge. Ihr könnt einfach unbegrenzt erweitern, ihr habt eine gute Performance, und da habe ich tatsächlich gelesen bei einigen anderen Reviews, dass die Performance nicht so gut sei. Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir lief das eigentlich alles ganz flüssig, und das zeige ich euch später dann auch nochmal. Bildqualität ist definitiv in Ordnung. Ihr seht hier das Bild. Natürlich rechnet jetzt YouTube wieder rauf und runter und keine Ahnung was. Die Bildqualität geht auf jeden Fall in Ordnung. Bei der Helligkeit muss man sagen, ja, ich würde nicht ganz glauben, dass das 600 Nits sind. Das würde mir etwas komisch vorkommen. Da hätte ich jetzt gedacht, es ist etwas weniger. Ich kann es aber auch nicht messen. Ihr seht hier in der Mitte ist es wirklich sehr, sehr hell. Leicht an den Rändern wird es dunkler. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt durch die Kamera und durch YouTube, aber an den Rändern wird es ein bisschen dunkler, geht aber noch in Ordnung. Wenn ihr allerdings eine helle Umgebung habt, muss man ganz ehrlich sein, dafür ist das Ding nicht geeignet. Ihr solltet schon abdunkeln können oder zumindest in der Dämmerung quasi dieses Gerät dann letzten Endes verwenden. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen wollte, denn Android TV, wie ich schon erwähnte, ist für mich die ultimative Lösung hierfür. Super, dass das mit an Bord ist, oder könnt ihr quasi out of the box direkt verwenden, auch mit den Lautsprechern. Die sind okay. Wenn ihr aber besseren Sound haben wollt, könnt ihr natürlich einfach über Bluetooth irgendeine Soundbox verbinden. Dann habt ihr den Sound definitiv auch nochmal auf einer höheren Ebene. Um mal eben was zu gucken, würde ich persönlich sagen, reichen sogar die Lautsprecher, die verbaut sind, aus. Es ist übrigens 13 GB Speicherplatz noch frei. Ihr habt also genug Kapazität, um noch mehr Apps zu installieren, wenn ihr wollt. Ich habe hier mal ein paar Beispiele installiert. Das geht natürlich aus dem App Store oder aus dem Play Store vielmehr. Geht natürlich noch sehr, sehr viel mehr unter Android TV. Ja, aus den Kommentaren weiß ich, dass es für euch wichtig ist zu wissen, wie laut denn der Lüfter ist. Und ich habe jetzt hier quasi mal mein Lautstärke-Messgerät, welches natürlich nicht genormt ist, halte ich mal so ungefähr 30-40 Zentimeter vom Beamer weg. Und ihr seht, dass wir so bei 35,7, also 36 dB sind. Geht jetzt hier mal kurz hoch auf 38, aber grundsätzlich bleibt es bei den 36 dB. Also insofern, ich würde sagen, der Lüfter geht noch in Ordnung. Ja, was gibt's jetzt insgesamt zum Ultimea C40 zu sagen? Also, ich habe es vorhin schon so ein bisschen in den einzelnen Kapiteln angerissen, was so die wichtigen Aspekte sind. Kommen wir erstmal dazu, dass das Ding halt eben, und das ist halt aus meiner Sicht der Negativpunkt, den ich vorweg schicken möchte, dass sich das nicht gut anfühlt. Es fühlt sich billig an, dieses Plastik. Es sieht zwar okay aus, also ich finde gar nicht, dass es schlecht aussieht, aber es fühlt sich halt billig an. Auch, dass man vorne die Linse nicht abdecken kann, finde ich ein bisschen schade. Da würde ich mir wünschen, dass zumindest so ein kleiner Stopfen oder sowas, welchen man vorne draufsetzen kann, dabei wäre. Das wäre natürlich ganz cool gewesen. Bildqualität geht definitiv in Ordnung. Helligkeit muss man sagen, ihr müsst ein bisschen abdunkeln oder die Dämmerung nutzen, ansonsten wird es sicherlich kein hochklassiges Filmerlebnis. Die Performance von Android TV, wie gesagt, hatte ich im Internet gelesen, soll nicht so gut sein, kann ich nicht bestätigen. Bei mir ging es eigentlich fix, würde ich schon sogar sagen. Manchmal hatte eine kleine Gedenksekunde, aber wirklich marginal. Und dadurch, dass ihr Android TV an Bord habt, geht halt alles in alle Richtungen. Das muss man halt definitiv einfach sagen.
Auf der Rückseite dann die Zuspieler, wo ihr einfach euren USB-Stick dran klemmen könnt oder auch einfach HDMI verwenden könnt mit einem beliebigen Zuspieler. Dann geht auch HDR. Etwas schade, dass das nicht über Android TV geht, beziehungsweise über die zugehörigen Streaming-Apps. Aber gut, es ist, wie es ist. Und am Ende muss man natürlich auch den Preis im Hinterkopf behalten. Insgesamt würde ich persönlich sagen, für den Preis, den dieses Ding kostet, nämlich ungefähr 280 €, gehen sogar die Lautsprecher vorne noch in Ordnung, wenngleich ihr über Bluetooth natürlich deutlich bessere Lautsprecher gegebenenfalls koppeln könnt. Ich würde persönlich zusammenfassend sagen, wenn ihr nicht in hellen Umgebungen unterwegs seid, ihr unter 300 € ausgeben wollt und euch diese billige Plastikoberfläche nicht stört, dann ist das definitiv was man sich angucken kann. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.